Servus und Hallo zu einem weiteren Elite Dangerous Video. Wie funktioniert das mit diesem Targoidenkrieg? Will ich hier mal darstellen. Zuerst mal in eigener Sache noch ein Hinweis. Ich habe immer unter meinen Videos in der Videobeschreibung Links zu der ganzen Playliste drin. Also da gibt es bei mir 3 Elite-Playlisten. Eine ist die Gameplay-Playliste, wo einfach eben gespielt wird. Die andere ist Tipps und Tricks Playliste und die dritte Playliste, die man dann im Kanal sieht, ist die mit Infos und Guides, wo auch dieses Video hier dazugehört. Und wie gesagt, es ist ein Link auf die Playliste immer in der Videobeschreibung drin, sodass man die ganzen Playlisten-Videos dann in der Übersicht dargestellt bekommt, was es alles so an Infos gibt oder was es alles so an Tipps gibt. Also da auch gerne mal reinschauen in die Playliste. Und dann gerne mal ein Abo, wenn ihr noch keins habt, hinterlassen und ein Like und gerne auch einen Kommentar. Das hilft dem YouTube-Algorithmus beim Vorstellen und der Videos über die Suchfunktion. Und dann kommen wir mal zu der Angelegenheit mit dem Targoidenkrieg, wie man sich da ein bisschen durchfinden kann und wie das Ganze so funktioniert. Wir gehen dazu also jetzt mal in die Galaxiskarte und da schauen wir uns das hier mal näher an. Hier gibt es also eine ganze Menge Markierungen. Die kann man erstmal hier über die Anzeigeoptionen ein- und ausschalten. Ja, da sind zum Beispiel eben Gegenstarksysteme, die Malströme, die Rettungsmegaschiffe, das sind diese grünen Sternhäfen unter Beschuss. Das sind die mit dem Totenkopf drüber. Aufgegebene Sternhäfen haben wir dann gegebenenfalls, das sind die dann eben mit diesem grauen Kreuz. Und dann Sternhäfen in Reparatur. Beschädigte muss man im Moment nicht anzeigen lassen, da kommt nichts. Das wäre das alles, was man anzeigen muss. Nicht muss, aber kann für diesen Targoidenkrieg. Und dann sehen wir ja hier, da sind diese Bereiche mit den Targoidenangriffen. Da sind also zunächst mal immer die Malströme hier angekommen. Das ist dann hier das System mit diesem Targoiden-Malstrom, mit diesem Icon. Da ist ein sogenannter Titan drin. Das ist also so eine Riesenblume. Und in die kann man dann auch reinfliegen und in diesen Systemen kann man Materialien sammeln, die man dann wiederum braucht, um bestimmte zusätzliche Anti-Xeno-Gerätschaften fürs Schiff zu kaufen. Dann hier ist dieses Targoidenzeichen. Da gibt es dann immer nochmal die Zusatzinformation. So sieht das aus, so wie die hier angeordnet sind um die Bubble herum. Da könnte man meinen, die wären hier irgendwie da hinten vom Orion-Nebel oder California-Nebel hergekommen. Man vermutet ja, dass die in den Nebeln wohnen. Und dann sind die vielleicht aus der Richtung da angetanzt und deswegen auch hier so angeordnet. So richtig im Halbkreis hier um die Bubble. Wie geht das jetzt ab? Also wenn dann die Malströme angekommen waren, dann haben die Schiffe ausgespuckt und die haben dann angefangen hier zu invasieren und das geht dann folgendermaßen vor sich. Das gucken wir uns hier auf der linken Seite an. Da sind also hier die ganzen Malströme, 8 Stück aufgeführt, diese 8 Bereiche. Und das sind hier nebendran die Zahlen, die jeweiligen eingenommenen Systeme, die im Moment da in den Malströmen drumherum von den Targoiden eingenommen worden sind. Und wenn jetzt die Targoiden wieder angreifen, dann werden die sich ein System aussuchen. Und da gibt es in diesem System zunächst einmal einen Targoiden-Alarm. Und da gibt es jetzt 2 Varianten. Bei diesem Alarm kann man dann eben als Menschen jetzt entweder gewinnen, dann ist der Alarm wieder vorbei und das System ist dann wieder frei. Oder man kann eben verlieren, die Targoiden gewinnen und dann wechselt das System zur Targoiden-Invasion. Das heißt, dann werden in diesem
System die vorhandenen Raumhäfen angegriffen oder auch die Planetenhäfen auf den Planetenoberflächen, und die Siedlungen auf den Planetenoberflächen, die sind dann auch alle deaktiviert, lahmgelegt in den Fällen. Und wenn die Targoiden dann gewinnen, dann geht das alles in die Targoidenkontrolle über. Wenn die Targoiden verlieren, wird das dann zu einem Post-Targoiden-Wiederherstellungssystem, wo man dann wieder Reparaturmaßnahmen durchführen kann. Wenn allerdings die Menschen das nicht verhindern konnten, dann geht das System von der Invasion über zu den Targoiden und steht dann unter Targoidenkontrolle. Wenn jetzt so ein System unter Targoidenkontrolle steht, dann ist es entsprechend grün, sieht man ja an den unterschiedlichen Farben hier. Und das kann man dann eher eben in der Galaxiskarte auch sehen. Die grünen Systeme hier, das sind dann eben schon von den Targoiden eingenommen. Und wenn so ein System unter Targoidenkontrolle steht, klicken wir da mal drauf, dann wird das zu einem Gegenschlagsystem oder auch nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Wir sehen das ja hier, da gibt es welche mit violetten Pfeilen und es gibt Systeme, die haben keine violetten Pfeile. Und in diesem Gegenschlagsystem kann man dann eben wiederum einen Gegenschlag ausführen. Auch in den Systemen unter Targoidenkontrolle, die jetzt nicht gezielt als Gegenschlagssystem ausgewählt sind, kann man durchaus gegen die Targoiden kämpfen. Hier ist jetzt zum Beispiel ein System mit aufgegebenem Hafen unter Targoidenkontrolle. Und hier kann auch ein Gegenangriff gestartet werden. Hier ist sogar einer gestartet, das sieht man dann hier an diesem Fortschrittsbalken. Violett sind die Menschen, grün sind die Targoiden. Ja, und je mehr der violette Balken den grünen dann bedeckt und dann im Grunde genommen komplett eliminiert, umso mehr haben dann die Menschen gewonnen. Also hier sieht man an den Balken, ob da überhaupt irgendwas passiert in dem System oder nicht. Ja, in dem System passiert zum Beispiel gerade was. Da ist jetzt gerade die Stellar Nebula Gruppe in Bewegung und versucht dieses System innerhalb der nächsten 2 Tage noch zu übernehmen. Da kann man jetzt nur Targoidenschiffe zerstören, sonst nichts in diesem System. Also so sieht der Weg aus, gibt dann eben Alarm, den kann man abwehren, dann ist wieder alles in Ordnung, oder nicht, dann wird das System ein Invasionssystem. Ist es ein Invasionssystem, kann man die Invasion abwehren, dann wird es ein System zur Wiederherstellung, das ist dann eben auch hier beispielsweise damit verbunden mit der Post-Targoiden-Wiederherstellung, die dann stattfindet. Da wird dann zum Beispiel eine Station dann repariert und Häfen werden repariert. Oder eben es gerät unter Targoidenkontrolle und dann muss man einen Gegenschlag ausführen. So läuft das also ab. Hier unten gibt es dann nochmal eine Liste. Targoidenalarm und Targoidenkontrolle. Das ist nur eine kleine Auswahl. Also es gibt viel mehr. Das sind nur die besten, wo gerade gekämpft wird. Hier gibt es jetzt im Moment keins mit einer Invasion. Die Invasionen sind abgelaufen. Das sind hier noch diese roten Totenköpfe oben drüber. Aber diese Invasionen sind beendet. Die Targoiden-Invasion, das sieht man dann hier wieder. Die Kontrolle wurde verhindert und diese Systeme gehen dann auch in den Wiederherstellungsmodus. Diese besten Systeme hier, da wird dann gerade gekämpft und wenn man das dann anklickt, dann kann man das hier auf der rechten Seite dann sehen. In diesem System wird jetzt gerade hier von den Menschen gekämpft, die sind jetzt hier in dem Fall grau und nicht violett bei diesem Alarmsystem. Und die Targoiden grün. Und in 2 Tagen könnte sich dieses Pfeilchen dann noch geschlossen haben. Das heißt, die Targoiden hätten verloren, die Menschen gewonnen und das System wäre dann wieder unbewohnt. In diesem Fall, weil bei diesem speziellen System. Dann haben wir hier ein anderes System. Da ist dann hier der Pfeil für die Menschen weiß. Das ist auch ein Targoiden-Alarmsystem. Allerdings eben ein bewohntes. Das eben war ein unbewohntes System. Das ist jetzt ein bewohntes System. Das ist dann ein bisschen anders hier, wie man sieht. Erstens ist die Farbe für die Menschen weiß und zweitens gibt es hier jetzt Aufgaben zu lösen. Die sind jetzt hier eben so dargestellt, ne, was man machen kann. Man kann dann eben mit dem Transportschiff Materialien liefern oder man kann mit dem Schiff Rettungskapseln und Blackboxen im Weltraum bergen.
Gewebeproben, diese Tissue Samples, die kann man von den Orthrus-Blumen bekommen, kann man dann da verkaufen. Tagoidenschiffe zerstören, natürlich sowieso, immer. Und wenn man ein Passagierschiff steuern möchte, kann man Evakuierungsbemühungen unterstützen und dann eben auch die Missionen abschließen. Das ist das, was in diesen Alarmsystemen dann passiert, um diesen Alarm zurückzuschlagen und dieses System wieder in normalen Zustand zurückzuversetzen. In dem Fall, da es ein bewohntes System ist, gibt es dann eben da Missionen zum Annehmen. Da sieht man Konzernpolitik, Dienstleistung, Tourismus, da gibt es auch Stationen. Wenn jetzt dieses Zurückschlagen nicht erfolgreich wäre, würde es zu einem Invasionssystem werden. Haben wir im Moment hier keine drinstehen. Und dann würden die Raumhäfen angegriffen und dann müsste man die Raumhäfen und Stationen verteidigen, eventuell auf dem Planeten oder eben auch die Stationen im Weltraum. Das ist dann ganz unterschiedlich. Das wäre die Sache mit dem Alarmsystem, wo man dann eben den Alarm verhindern muss, dass der wechselt zu einer Invasion hier. Wenn es dann eine Invasion gibt, muss man versuchen, die Invasion zu verhindern. Das läuft dann genauso ab, wieder mit Balken hier und die sind dann eben in dem Fall violett und grün. Violett für die Menschen und grün für die Tagoiden und da gibt es eben auch wieder Sieg- oder Niederlagestatus und bei einer Niederlage wandert dann eben das System in die Tagoidenkontrolle, wird zu einem grünen Tagoiden-kontrollierten System, wie zum Beispiel das hier, dieses Via-Wokmong, und das wird dann in dem Fall, muss nicht sein, in dem Fall wurde es für einen Gegengriff, für einen Gegenschlag konfiguriert mit diesem violetten Pfeil oben drüber. Und da gibt es wieder dann diese Aufgaben: Tagoidenschiff zerstören, Streitkräfte unterstützen, Rettungskapseln und Blackboxen bergen. Sollte die Menschen hier gewinnen, geht dieses System dann wieder in die Post-Tagoiden-Wiederherstellung. Das heißt, da gibt es dann eben neue Aufgaben in der Post-Tagoiden-Wiederherstellung. Muss man eben alles wieder reparieren. Und würde dann eben diese Invasion zurückgeschlagen, dann wäre das System eben auch wieder frei und aber auch wieder in der Post-Tagoiden-Wiederherstellung ebenfalls. Also das geht in zwei Varianten in die Post-Tagoiden-Wiederherstellung. Entweder bei einer besiegten Invasion, bei einer abgeschlagenen Invasion oder bei einer Übernahme eines Tagoidensystems, das die schon veranschlagt haben. Ja, hier haben wir beispielsweise dann so ein Invasionssystem, ein ehemaliges, die ist jetzt durch und das wandert dann eben auch in die Wiederherstellung. Und wenn dieses Gegenschlagsystem zurückerobert wird, wandert das auch in die Wiederherstellung. Also diese zwei Varianten für die Wiederherstellung gibt es da. Und Wiederherstellung bedeutet, das sehen wir zum Beispiel an denen, wo hier die Raumhäfen kaputt sind. Das ist hier so ein System, wo die Schraubenschlüssel dran sind. Das ist in diesem Modus Post-Tagoiden-Wiederherstellungen. Und da müssen eben hier verschiedene Maßnahmen gegebenenfalls gemacht werden. Raumhäfen reparieren, da muss man Materialien hinliefern. Da gibt es dann eben immer Missionen. Hier zum Beispiel zu sehen, beschädigte Siedlungen wieder hochfahren. Das ist eine Zu-Fuß-Mission, die dann angeboten wird in den Stationen. Und da muss man dann mit einem Energieregulator die Siedlungen wieder ans Laufen kriegen. Und dann eben mit einem Transportschiff Baumaterialien liefern an die Stationen, um wieder aufzubauen. Ja, und hier geht es automatisch, alle Häfen aktiv in 2 Tagen. Das heißt, hier sind schon alle Sachen abgeschlossen, die sonst zu machen sind, wie zum Beispiel eben Siedlungen hochzufahren, Baumaterialien zu liefern. Die sind dann hier in diesem System schon abgeschlossen und dann dauert es noch 2 Tage und dann ist alles wieder aktiv und das System hier wieder voll unter Kontrolle. Das Desoribin. Also so funktioniert das mit diesem Tagoidenkrieg in verschiedenen Stufen. Alarm, Invasion, Kontrolle, eventuell dann Gegenschlag und je nachdem, wie die Menschen siegen oder nicht, dann eben bleibt die Kontrolle oder es geht in die Wiederherstellung. Und das sind dann immer hier dargestellt auf der rechten Seite die Aufgaben, die man dann eben in den
in diesen Systemen zu machen hat. Was es dann auch gibt, man kann den Malstrom erforschen. Da braucht man allerdings ein sehr kaltes Schiff und am besten auch ein sehr schnelles Schiff. Und vor allem ein Schiff ohne Guardian-Module. Und da kann man versuchen, dann im Malstrom da in diesem Titan an Materialien zu kommen. Hatte ich ja schon erwähnt. Es gab jetzt hier noch mal eine Ausnahme. Und zwar war das hier unten der Hexenkopfnebel. Hier gibt es keinen Malstrom, wie man sieht. Und hier sind auch alle Systeme wieder in menschlicher Hand. Die wurden alle übernommen. Hier muss jetzt noch eine Station wiederhergestellt werden. Ist wieder unter menschlicher Kontrolle und da ist noch eine Raumstation in Reparatur. Da steht, Station wird repariert. Im Widget-Nebel, da sind viele Tagoiden unterwegs, auch wenn jetzt hier ist das ja so noch markiert, hier neben auf der linken Seite. Da müsste ich jetzt zum Beispiel in grün Tagoidensysteme sehen, die denen gehören, aber da gibt es keins. Allerdings in diesen Systemen im Nebel kann man immer dann Tagoiden-Signalquellen scannen und da sind dann Tagoidenschiffe beispielsweise drin, die man dann bekämpfen kann. In den Plejaden, da gibt es dann eben auch Systeme mit jede Menge Tagoiden. Die Plejaden sind viel näher dran. Der Widget-Nebel, der ist 800 Lichtjahre etwa rund entfernt von der Bubble. Und in den Plejaden, die näher sind, da gibt es hier im Plejadennebel, da ist er. Im Plejadennebel, da gibt es eben auch Tagoiden. Keine Tagoiden-Systeme, allerdings sind da eben in den Systemen jede Menge nichtmenschliche Signalquellen, die man mit dem VSS erkennen kann. Und das sind dann eben Tagoiden zu bekämpfen in diesen Nebeln. Das ist übrigens deutlich einfacher als hier in der Bubble. Diese Systeme, die sind teilweise eben noch unterschiedlich in ihrer Handhabung. Grundsätzlich muss man mal sagen, man kann in keines dieser Systeme, wo hier gekämpft wird, oder Tagoiden-Systeme sind, mit einem Carrier reinspringen. Das ist dann schon mal ein Nachteil, denn man muss doch meistens im Kampf dann das Schiff früher oder später mal reparieren. Das ist zwar ganz spaßig mit den Reparaturdrohnen und dem AFW, aber das dauert ja ewig. Da ist man 10-mal schneller auch in ein Nachbarsystem reingesprungen, auf eine Station gelandet und hat dort schnell das Schiff repariert und fliegt wieder zurück. Da spart man eine ganze Menge Zeit mit diesen Reparaturgeschichten. Das macht also wirklich irgendwie keinen wirklichen Sinn, das Schiff da zu reparieren. Das kann man vielleicht machen, wenn man dann ganz weit weg von der Bubble ist und von jeder Station unterwegs ist. Dann kann man die Sachen vielleicht gebrauchen, Reparaturdrohnen und so. Aber das ist viel zu lahm alles. Von der Zeit her dauert viel zu lang. Ja, zurück zu den Systemen. Diese Systeme hier, die sind teilweise sehr unterschiedlich, weil entweder sind sie bewohnt, dann gibt es zum Beispiel eine Navigationssonde und dann gibt es normalerweise dann auch feste Signalquellen, die man dann in dem Navigationspanel links dann auch sieht. Und zwar sind das dann diese AX-Kampfbereiche, wie es heißt. Und die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ja? Hohe Intensität, sehr hohe Intensität, mittlere und niedrige Intensität. Es kann aber auch ein System ohne Stationen sein. Und ein System ohne Stationen hat dann normalerweise eben auch keine Navigationssonde, wo man dann die VSS, die Signalquellen, einfach so schön über die Sonde da scannen kann, über die Navigationsbarke. Dann muss man das mit dem VSS scannen. Wie in den Nebeln die Systeme ja sowieso mit dem VSS, wenn man da nichtmenschliche Signalquellen sucht, erscannt werden müssen. So muss man das dann eben in den unbewohnten Systemen auch machen. Und dann gibt es da typischerweise auch in den unbewohnten Systemen nicht diese AX-Kampfzonen, diese AX-Kampfbereiche, die man einfach so anfliegen kann. Das ist dann ein bisschen nachteilig. Und wenn man einen Carrier hat, dann muss man halt in der Regel den Carrier irgendwo in dem näheren Nachbarsystem, das eben frei ist, parken.
Und wenn man keinen Carry hat, muss man sich ein Nachbarsystem gleich schon mal zurechtlegen und aussuchen, wo eine Station ist, die man eben mit seinem Schiff anfliegen kann, um das Schiff zu reparieren nach dem Kampf. Das geht früher oder später immer kaputt. Da hat man immer einen schönen Schaden, früher oder später. Also so funktioniert das mit diesem Thargoidenkrieg in seinen Stufen, in den verschiedenen Stufen, die er da hat, wie das hier eingerichtet ist. Und dann kann man natürlich seine Schiffe und mit Waffen und so entsprechend ausrüsten und mit Anti-Xeno-Waffen und Anti-Xeno-Utility-Mounts, um da beispielsweise eben entsprechend gut kämpfen zu können. Da gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten und auch Informationen darüber in Foren oder im Discord und so weiter, wo man da eben Schiffskonfigurationen finden kann. Und dann weise ich allerdings auch nochmal auf meine Videos hin, die ich hier beispielsweise ja in dieser Video-Playliste von YouTube über Guides und Infos drin habe, wo dieses Video hier auch drin ist. In der Videobeschreibung ist ein Link auf die ganze Playliste und da kann man dann eben auch das ein oder andere Video noch finden über Kämpfe, über den Kampf oder eben auch in meiner zweiten Playliste Gameplay. Da gibt es dann eben auch Videos über den Thargoidenkampf, also Gameplay, Let's Play, Spiel, einfach spielen. Und in meine dritte Elite-Playliste Tipps und Tricks kann man gerne auch nochmal reinschauen. Ja, da sind zwar keine Links dann in der Beschreibung zu den anderen beiden Playlisten, aber die findet man dann, wenn man über den Kanal geht, findet man die recht einfach. Ja, so ist das also erstmal mit dem Thargoidenkrieg von dem Design und von der Struktur her und von dem Ablauf in verschiedenen Stufen, wie das hier läuft. Und dann soll es das an der Stelle erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute und hinterlasst gerne mal ein Like oder auch Abo, wenn ihr noch keins habt, oder einen Kommentar mit einer Frage, wenn es noch Fragen dazu gibt. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video.